Dieses Fahrrad wird euch die Schuhe ausziehen, denn die Farbe, die Ausstattungskomponenten, alles an diesem Fahrrad ist extravagant. Und das Schöne dabei, es kostet unter 8.000 Euro, und zwar deutlich unter 8.000 Euro, nämlich 7.999 Euro. So sieht es aus und ich hoffe, dass es so bleibt und dass Giant die Preise nicht weiter erhöht. Ja, es hat an Ausstattung das Beste vom Besten vom Besten. Fängt an bei der Schaltung, die beste SRAM? Nicht die beste, es gibt die X-Designs AXS noch, die halt drüber ist, aber wir haben die X01, das ist schon ziemlich oben dabei. Ne? Also oben dabei. Fast oben dabei. Das so, ist die vorletzte Schaltung. Du merkst, der erste Satz, ich lüge schon. Das ist Nein, nicht du so. lügst nicht, also es ist schon, das Beste ist immer relativ, aber es gibt halt natürlich noch eins drüber, die Funkschaltung, aber die X01, die ist halt vorletzte Schaltung bei SRAM und die schaltet auch sehr, sehr präzise und sanft. Und wir haben auch die 12-fach SRAM, für viele, die es nicht wissen, SRAM ist ein Hersteller und da kann man zwischen Kassette, Schaltwerk, alles andere untereinander kompatibel. Alles in diesem Ökosystem ist miteinander kompatibel. Das heißt, wenn jemand sagt, ich hätte dann doch gerne die Funkschaltung oder ich hätte die Essex-Schaltung, weil ich die so auf Abfahrung kaputt mache, kein Problem, kann man tauschen, ist kompatibel. So, da vorne ist übrigens die Funkschaltung, ich zeige es mal gerade, die ist auf einem anderen Fahrrad drauf, dass ihr die mal seht. Jetzt eingegangen, weil vorhin hat man den Akku nicht richtig drin. Ja. Nee, wir haben den Akku noch drin. Akku noch nicht dran. Das ist ja nicht so schlimm. Es geht mit einer kleinen Knopfzelle. Das Ganze hat keine Drahtverbindung mehr. Bitte schaut euch das Video an von den Simplon Steamer. Da haben wir die Funkschaltung mit drin. Wir haben auch schon ganz viele gedreht mit Funkschaltung. Total unkompliziert. Und du sagst, die kann man nachrüsten. Die kann man nachrüsten, wenn man will. Ohne Probleme. Da muss man aber nur die Schraube fahren, das abmachen, den Shifter vorne und dann zack. Ist er drin. Ich brauche jetzt nicht die Kassette, Kette etc. alles wegzuwechseln. Das ist alles untereinander kompatibel. Ja, bitte nicht anfassen das Fahrrad, denn wir haben hier Rahmengröße XL und das passt gerade so auf den Ständer. Aber wenn man es berührt, fällt es runter. Haben wir eben schon mal gehabt. Reifengröße? 29 Zoll vorne und 27,5 hinten. Malletbereifung. Ja, sehr wendig. Dafür vorne sehr laufstabil. Genau, sehr laufruhig und ich bin schnell unterwegs. Besonderheit ist natürlich der Motor. Wir haben den brandneuen PWX3 von Yamaha. So, PWX3, wir haben ein Video darüber gemacht, das ist brachiale Qualität und du sagst, das ist wirklich ein Motor, über den man eigentlich einen eigenen Film machen könnte. Leistung, was hat der? 85 Newtonmeter. Ich bekomme demnächst auch ein Modell, da werden wir nächstes Mal, wenn du da bist, den Motor auseinandernehmen und da können wir reingucken. Das ist wieder von der Entwicklung aus Bosch wieder voraus. Warum? Es ist 30% kleiner wie der Vorgänger und es ist auch leiser wie der Bosch. Ja, war Yamaha wieder Vorreiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was Bosch in 2 Jahren dann rausbringt. Dieses Jahr kommt der CXR raus. Das wird in 2-3 Tagen bekannt gegeben. Der hat dann 90 Newtonmeter. Da kommen ein paar Akkus raus und ein neues Display. Ansonsten jetzt motormäßig bin ich gespannt, was Bosch dann in 2 Jahren macht. Wie du schon siehst, Display sehr minimalistisch. Jetzt, das ist alles. Hoch, runter und ich kann hier zwischen den Stufen, wenn ich ein Display nachrüste oder mein Handy damit verbinde und hier vorne kann ich das dann einschalten. Ja. Das sieht man hier. So, Leistung und Akku. Genau, rechte Seite zeigt von wie viel Akku ich habe und die Farben sagen dann in welche. Ganz ehrlich, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Also kleiner geht nicht mehr, oder? Kleiner und schon. Mehr brauchst du auch wirklich nicht. Für viele, die sagen, ich will irgendwie viel kmh, du guckst ein paar Mal drauf, aber nachdem du ein paar Monate gefahren bist, guckst du gar nicht mehr drauf. So, was du abrufen kannst, sind glaube ich die Stände per Bluetooth. Geht das? Ja klar, die kann man auch auslesen. Das wird ja im Motor gespeichert. Das heißt also auch die Laufleistung und so weiter. Ja, das ist jetzt eine Besonderheit. Das ist die amerikanische Version, die jetzt auch in Deutschland zugelassen ist. Das heißt, ab jetzt dürfen ja alle Fahrzeuge komplett mit 32 km/h fahren, richtig? Nein. Schade, oder? Schade, es ist wirklich schade. Wir hoffen, dass die EU in Zukunft quasi diese Regelung wegnimmt und dass wir dann endlich auch die 32 km/h haben. Ja, denn ich sag mal, nichts gegen 25 km/h, aber 5 km/h fehlen den meisten Leuten. Ja, und du fährst ja auch viel E-Bike, das ist ein bisschen zu wenig. Ja, es wird im Internet werden ja ganz viele, ich sag mal, amerikanische Motoren verkauft, die amerikanische Firmware haben als Ersatzteil. Denkt dran, wenn ihr sowas fahrt, das ist unzulässig bis 25 km/h. Aber es gibt viele EU-Regelungen, die man wirklich in Frage stellen könnte. Eine ist natürlich klar, man kann es dem Deutschen nicht zumuten, 7 km/h schneller zu fahren. Oder? Genau. Und dann kommt der Nächste und sagt, aber 40 wäre auch nicht schlecht. Das stimmt, aber die 30 km/h wären wirklich vernünftig, aber es gibt auch von der EU andere Sachen, die man momentan nicht versteht. Gibt es denn irgendwas Gutes, was die EU macht, was Amerika? Ja, es gibt auch gute, aber naja, wir lassen es mal hier stehen. Sehr cool. Also Giant, was ist das für eine Marke? Wo kommt die her? Die kommen aus Taiwan.
Jetzt zum Beispiel beim Rahmen gehen wir, das ist ein Vollcarbon-Rahmen und Giant ist einer der größten Rahmenhersteller gleichzeitig und die sind einfach allen Herstellern voraus und bei Giant hast du wirklich den besten Carbonrahmen, den wir in unserer Branche haben. Giant baut auch ein paar andere Hersteller und bei Giant haben wir auch eine lebenslange Garantie auf den Rahmen. Der Rahmen ist auch bis 156 Kilogramm belastbar, das Fahrrad ist auch bis 156 freigegeben. Viele Hersteller geben ja den Carbonrahmen gar nicht frei, aber Giant macht es trotzdem. Ich nehme es zurück, wir haben einen Alurahmen, was erzähle ich da? Echt? Aber der ist so schön. Wir sind nicht bei Trends, sorry. Der ist aber so schön verschliffen. Ja, genau, wir sind bei Rain. Ich nehme es wieder zurück. Wir haben hier einen Alurahmen. Bei Trends haben wir ja schon mal auf deinem Kanal gedreht. Da haben wir einen Carbonrahmen. Aber das gleiche, was ich erzählt habe, bis 156 Kilogramm, ist auch der Alurahmen. Oh, was ziemlich cool ist hier Das sind die Kotbremsen. der Mattfender jetzt erstmal. Also du hast den Original Mattfender drauf. Von Fox, genau. Es gibt jetzt zwei verschiedene Größen, einmal länger und einmal kürzer und der ist auch mit dabei. Der wird dann direkt hier festgemacht und sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Für alle Leute, die sich immer gewundert haben, warum ist da hinten so ein Böpperl oder sowas drauf, das ist das Original. Also alles andere ist dagegen Schrott, oder? Ja, das Original sieht wirklich sehr geil aus und diese zwei Knöpfe haben auch andere, also diese zwei Löcher haben auch andere Funktionen. Da kann ich auch die Gabel entlüften etc. und Gabel aufmachen, aber da kommen auch die Fender raus. Genau, die Besonderheit ist die Kotbremse und das ist jetzt nicht irgendeine Kotbremse, das ist die ESC. Die ESC ist ja die höchste Stufe, wo ich dann auch die Einstellmöglichkeiten habe. Ich kann den Druckpunkt einstellen, wo ich den Druckpunkt haben will, eher am Anfang oder eher am Ende. Viele wollen ja den Druckpunkt eher am Ende, damit sie die Bremse besser dosieren können. Ich kann die Griffweite einstellen und eine Besonderheit, ich habe diese Ölfilm-Edition. Das siehst du auch an den Schrauben von den... Ist mir direkt ins Auge gefallen. Genau, von den Backen. Ist auch mit dabei. Die Schrauben, da haben so viele Leute SRAM eine E-Mail geschrieben. Deswegen bietet SRAM jetzt seit neuem die auch als Nachrüstkit an. Da habe ich halt eloxierte Schrauben, wo ich meine normale Bremse auch in diesen Farbmustern nachrüsten kann. Ja, das Giant Rain E+0 Mix, das Besondere natürlich in einer vollen Fox-Ausstattung mit wirklich tollen Komponenten. Preis-Leistungs-Verhältnis groß, oder? Genau. Großer Akku. Großer Akku heißt? 700 Wattstunden, PWX3, der ganz neue Motor, lieferbar. Ja. Rahmengrößen, was hast du? Du hast zumindest mal XL. XL steht schon mal hier, ich bekomme L und ich bekomme M und S bekomme ich glaube ich auch noch eines rein. Ja, 1. Juli 2022, wir sind bei Switchbike Bornemann. Ja, nur noch wenige Wochen oder Monate, dann seid ihr 100 Jahre alt. Unter 12 Monate, genau. Unter 12 Monate, das ist ziemlich cool. Wie fühlst du dich? Gut, sehr gut. Ja, du bist, ich sag mal, wirklich jung geblieben, muss ich sagen, für dein Alter. Das stimmt, Fahrrad macht jung, man sieht es ja. Genau. Nein, du warst nicht der Gründer. Nein, wir haben den Laden übernommen, wir haben es natürlich modernisiert und ich habe es wie ein Startup groß gemacht und genau, so sieht es aus. Aber wir sind ein Laden mit Tradition, wir haben unsere Wurzeln auch nicht vergessen und genau, die Tradition soll weiterlaufen und jeder, der hier quasi arbeitet, ist auch Passion dabei. Wir wollen einfach mehr Leute aufs Rad bringen. Ja, das Ganze kann man übrigens bundesweit erwerben. Demnächst hoffentlich bald mit Shop, dass man es sehen kann. Ansonsten könnt ihr jedes Rad, was ihr hier seht, dann auch käuflich erwerben. Ruft an, Rufnummer 0641 34393 oder einfach eine E-Mail an die info@switchbike.de. Solltet ihr anrufen, wir gehen nicht dran, da ist bei uns die Hölle los. Bitte nehmt das nicht übel, da steht wirklich Leute Schlange. Ruft dann bitte ein paar Stunden später nochmal an. Wir versuchen wirklich jeden nochmal zurückzurufen sogar. Aber hin und wieder mal vergessen wir halt Leute. Einfach dann ein paar Mal nochmal probieren und dann sind wir da. So, also egal wo ihr herkommt, ihr könnt die Fahrräder dann kaufen. Macht am besten einen Termin, ruft an oder schickt eine E-Mail. Tschüss, Majid.